Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Heute geht es um die Darstellung von weichem Fell im Aquarell. Ich finde dieses Thema ja sehr spannend und habe schon einige Zeit rumprobiert, um zu zeigen, wie man flauschiges, weiches Fell im Aquarell gut darstellen kann. Dafür gibt es jetzt im Video gleich einen Trick mit dem Malen von sehr nasser Farbe auf sehr nassem Papier. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und jetzt geht's los. Auf meiner winterlichen Laufrunde sehe ich zurzeit häufig diese niedlichen Tierchen. In den kahlen Winterbäumen kann man sie derzeit besonders gut ausmachen. Da liegt es doch nahe, dieses schöne Motiv auch einmal in Aquarell umzusetzen. Die Farben heute sind Alizarin Karmesin, Neutraltinte, Cerulean Blue und Cadmium Orange von Winsor & Newton, Lasur Orange von Schminke, Sienna gebrannt von Winsor & Newton, Lavender von Mielo, Ultramarin Feinst von Schminke, Sepia von Winsor & Newton und Titanweiß von Schminke. Ich arbeite auf Arche-Büttenpapier 300 Gramm Graphit. Für dieses Motiv ist allerbestes Papier, möglichst in Büttenqualität, ganz wichtig. Die Größe des Bogens ist ungefähr DIN A4. Meine Pinsel sind ein einfacher Verwaschpinsel von Gerstecker, ein Da Vinci Kunststoffpinsel zum Auswaschen, ein Rotmarderpinsel der Maestro-Serie Nummer 12 und ein neuer Rotmarderpinsel von Winsor & Newton Serie 7 in Größe 8. Ein kleiner Kunststoffpinsel von Escoda dient mir später zum Aufspritzen von Wassertröpfchen. Hier sehen wir mein Referenzfoto. Den Unterstützern der Aquarellwerkstatt schicke ich Foto und Skizze gerne wie immer per Mail zu. Die Herausforderung dieses Motives ist die Darstellung des weichen Fells des Eichhörnchens. Um es gleich wirklich sehr weich und duftig zu bekommen, werde ich nass in nass arbeiten. Das Papier feuchte ich mit dem großen Verwaschpinsel einmal mit klarem Wasser an. Schön gründlich das gesamte Papier nass machen und dabei achten, dass nirgendwo Pfützen stehen, aber dass das gesamte Papier gleichmäßig nass ist. Mit einer Mischung aus Lasur Orange und Sienna gebrannt setze ich nun einen wässrigen Pinselstrich mittig in die Fläche des Schwanzes. Wenn das Papier jetzt noch gut nass ist und auch in der Farbe genug Wasser vorhanden ist, wird das Pigment sich ganz fransig hier auf dem Papier bewegen und die Konturen der weichen Schwanzhaare entstehen von selbst. Mit cremigerer und dickerer Farbe arbeite ich einige dunkle Stellen in den Schwanz noch hinein. Hierfür sollte der Pinsel jetzt etwas trockener sein. Durch das helle Scheinwerferlicht im Studio trocknet das Papier relativ schnell. Deswegen sprühe ich links noch einmal kurz an, bevor ich für den Hintergrund eine Mischung aus Xylinblau und Ultramarinblau und etwas Palettendreck aufspritze. Ich möchte hier einen sehr diffusen und leicht winterlich wirkenden Hintergrund für mein warmes und leuchtendes Eichhörnchen bekommen. Ein wenig von der blauen Farbe setze ich rund um den Kopf und den Körper des Eichhörnchens. Nicht zu viel, denn der Fokus liegt eindeutig auf dem Tier. Es geht jetzt weiter mit dem kleineren Pinsel und noch mehr dunkler Farbe für den Schwanz. Das Papier ist immer noch nass und dadurch verbinden sich die Farbaufträge schön weich. Mit dem feinen Kunststoff-Flachpinsel hole ich einige helle Haare aus dem nassen Farbauftrag schon heraus. Hierbei muss der Pinsel ganz trocken sein, so kann ich helle Stellen in die Farbfläche quasi hineinzeichnen.
Ein paar Wasserspritzer mit dem kleinen Kunststoffpinsel geben zusätzlich eine Binnenstruktur in die Schwanzfläche hinein. Hier an den dunklen Stellen möchte ich noch ein bisschen intensivere Farbe haben und arbeite deshalb mit Lasur-Orange und Sienna gebrannt noch einmal nach. Nun male ich den übrigen Körper des Eichhörnchens. Das Papier ist immer noch ein wenig nass, deswegen ist der Pinsel jetzt relativ trocken. Ich arbeite mit Lasur-Orange und im Kopf auch mit ein wenig Zylinblau, um die Farbtemperatur ab und an etwas abzukühlen. Den gesamten Körper male ich mit verschiedenen Mischungen aus Lasur-Orange, Sienna gebrannt, Umbra Natur und etwas Neutraltinte aus. Ich schaue hier ab und an auf mein Referenzfoto und setze eigentlich eher Farbflecken nebeneinander, als dass ich den Körper wirklich ausmale. Ab und an hebe ich mit dem abgetrockneten und angespitzten Pinsel auch wieder etwas Farbe ab, so dass ich das Tierchen permanent mit hellen und dunklen Stellen modellieren kann. Eichhörnchen haben sehr kräftige Hinterläufe, die ihnen große Sprünge von Ast zu Ast ermöglichen. Ich möchte einen gewissen Fokus auf diese interessanten Formen legen und arbeite hier mit dem Spitzenpinsel relativ genau. Mit einer Mischung aus Zylinblau und Alizarin Karmesin male ich die schattigen Stellen im weißen Bauchfell, der Schnauze und den Vorderpfoten. Für den Ast mische ich mir ein relativ neutrales Grau aus Sienna gebrannt und Zylinblau. Hier möchte ich sehr skizzenhaft und flüchtig arbeiten. Schön ist es auch, wenn für die Rindenstruktur die Pinselstriche etwas durchbrochen erscheinen. Für die schattige Seite des Astes mische ich noch etwas Umbra gebrannt dazu. Nun muss das gesamte Blatt einmal trocknen. Im zweiten Farbauftrag überarbeite ich alles noch einmal. Ich beginne mit den Ohren und setze dann eine dunklere Lasur über das gesamte Gesicht. Die hellen Stellen um das Auge herum spare ich dabei aus. Auch jetzt mische ich nicht so sehr auf der Palette die Farben aus, sondern versuche eher Flecken auf dem Papier aneinander zu setzen. So vermeide ich pures Ausmalen und bekomme ein eher malerisches Ergebnis.
Feine Fellstrukturen kann ich mit der Pinselspitze hier andeuten. Dabei achte ich immer darauf, den Schwung der einzelnen Haare gut zu erwischen. Das Auge male ich zunächst mit Xylinblau aus und lasse nur den weißen Lichtfleck frei. Für die Nase und Schnauze mische ich mir einen rötlichen Violettton aus Alizarin Karmesin und Xylinblau und etwas Lavender. Diese Mischung kommt auch in die hellen Bereiche der Zehen an den Hinterläufen. Mit Neutraltinte und meinem sehr spitzen Pinsel von Winsor Newton Serie 7 geht es jetzt im Auge weiter. Hier schaue ich wieder auf mein Foto und male die dunkleren Formen genau so, wie sie dort erscheinen. Ein kleiner Fleck Lavendelblau gibt etwas Glanz ins Auge und den Lichtfleck höhe ich mit etwas Titanweiß. Das Fell im vorderen Bereich des Eichhörnchens möchte ich noch etwas farbiger haben. Deshalb gibt es hier noch einmal eine Farbschicht mit Lasurorange und Sienna gebrannt. Die harten Kanten, die entstehen, wenn ich ein zweites Mal überlasiere, löse ich mit klarem Wasser an. So kann ich diesen Farbauftrag in die vorhandene Farbfläche gut integrieren. Auch die Hinterläufe und den Schwanzansatz überarbeite ich so noch einmal. Mit Neutraltinte setze ich hier schattige Stellen unter die Füße und einige dunkle Akzente in den Ast. Am Rücken hole ich noch ein wenig Farbe wieder heraus und auch einzelne Haare könnte ich mit dem Flachpinsel noch einzeichnen. Ein wenig Schatten noch auf dem Ast mit Neutraltinte und etwas Blau und einige dunkle Akzente in die Vorderpfoten. Dann fehlen eigentlich nur noch die weißen Schnurrbarthaare. Hier arbeite ich mit Titanweiß direkt aus der Tube. Ich hoffe, mein kleines Eichhörnchenmotiv hat euch gefallen und ihr habt Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren. Bevor ich mich für heute verabschiede, möchte ich noch einmal kurz hinweisen auf den nächsten YouTube Live-Abend hier. Am Dienstag, den 18. Januar 2022, male ich hier auf YouTube live mit euch zusammen dieses schöne Lost Places Motiv. Alle UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt sind sehr herzlich eingeladen mitzumachen. Ihr wisst ja, dass ihr ab einem kleinen monatlichen Beitrag, ab 2 Euro geht das los, hier unsere Arbeit in der Aquarellwerkstatt wertschätzen könnt. Speziell für die Unterstützer der Aquarellwerkstatt gibt es einige Bonusaktionen und dazu gehört auch regelmäßiges Live-Malen hier auf YouTube.
Schaut mal unter dem Video, in der Videobeschreibung haben wir euch die Steady-Seite verlinkt und dort könnt ihr alle Informationen für unsere Unterstützergemeinschaft finden. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.